Herzlich willkommen zu einer neuen Folge History Project. Ja, hallo zusammen. Wir sind heute eingeladen worden vom Deutschen Bergbaumuseum in Bochum und hoffen, dass wir euch eine ganz tolle Folge präsentieren können. Ja, also wir warten hier auf fachkundige Führung, denn wir sind mit einem Fachmann verabredet, der sich mit Bergbau auch beruflich beschäftigt ein Ingenieur, hat. ne? Ein Ingenieur, ein Bergbauingenieur. Und der wird uns also zeigen, wie die Kunst des Bergbaus funktioniert hat. Genau. Und da sind wir schon mal sehr gespannt drauf und auch das eine oder andere zu lernen. Ne? Ja, also das sind folgende Zeitepochen. Man muss sich das vorstellen, die Förderung von Erz oder auch Kohle, die gibt es ja schon seit Tausende von Jahren und hier im Deutschen Bergbaumuseum kann man die Entstehung also schön sehen also ich sag mal, hauptsächlich auch aus der römisch-keltischen Zeit, wie es damals war im Mittelalter, so diese Förderung von Erzen oder von Kohle zu bewältigen, und das werden wir euch auf jeden Fall in dieser Folge näher bringen. Ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß. Unter Tage wird alles kleiner. Licht, Luft, Zeit. Der Berg schluckt Geräusche, verschluckt Entfernungen und macht aus jedem Meter eine eigene Welt. Hier unten entscheidet nicht Mut allein. Hier entscheidet Technik, Erfahrung, Vertrauen. Bevor du verstehst, was Bergbau wirklich ist, musst du fühlen, was eine Schicht bedeutet. Staub im Hals, Hitze im Gesicht, Verantwortung auf jedem Schritt. Und genau dort, tief unter der Erde, begann eine Arbeit, die ganze Regionen verändert hat. Erstmal herzlich willkommen hier im Deutschen Bergbaumuseum. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Siegfried Müller, Bergbauingenieur. Und vielleicht ein paar Worte zum Museum an sich, gegründet 1930. Und zwar seinerzeit auf der einen Seite von der Stadt Bochum, auf der anderen Seite von einer Gesellschaft, Westfälische Berggewerkschaftskasse. Das ist heute die DMT, Gesellschaft für Lehre und Bildung, mit Sitz hier in Bochum, vis-à-vis an der Herner Straße. Dort hatte man ein Schulsystem und ganz viele Modelle und Maschinen, die man für Schulzwecke benutzt hat, die irgendwann dann in die Jahre gekommen sind und die man einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Und dann kam also die Idee auf, ein Museum zu gründen, und die Stadt Bochum hat also da mitgewirkt und dann hier das Gelände zur Verfügung gestellt, auf dem wir uns befinden. Hier stand mal der Schlachthof der Stadt Bochum, der dann allerdings also stillgelegt worden ist. Und erste Ausstellungen, bergbauliche, die waren dann in Schlachthofgebäuden hier untergebracht. Okay. Dann hat man aber auch schnell festgestellt, dass man das besser machen kann. Und dann wurde ab Mitte der 30er Jahre neu gebaut, das Museumsgebäude, im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt. Die ersten Entwürfe waren von Fritz Schupp und Martin Kremmer. Das sind Industriearchitekten, die ja unter anderem auch Zollverein oder Germania entworfen haben, also andere Bergwerksanlagen. Ja, das Museum ist immer weiter gewachsen, was die Ausstellungen anbelangt. Es wurde dann aber auch bald ein Anschauungsbergwerk hier begonnen, unter unseren Füßen, so rund 20 Meter tief, um dann auch Gegebenheiten zu zeigen, wie sie tatsächlich sind in einem Bergwerk. Und dann Mitte der 70er Jahre, 73, kam das Fördergerüst hier dazu. Das heißt, wir sind kein echter Bergbaustandort, sondern das ist alles dann für Besucherzwecke, museale Zwecke aufgebaut worden. Und das Museum hat dann auch die Forschungsaktivitäten erweitert. Es sind Archäologen eingestellt worden, Historiker, Naturwissenschaftler, die Ausgrabungen machen, die Objekte untersuchen, aber dann auch die schriftlichen Quellen bearbeiten, sodass wir hier ein renommiertes Forschungsinstitut sind. Und von der Forschung her, wegen der Forschung, gehören wir zur Leibniz-Gemeinschaft, sind also eins von mehreren Forschungsmuseen in der Bundesrepublik. Bergbau ist unser Hauptthema, und ohne den Steinkohlenbergbau hier im Ruhrrevier gäbe es auch das Deutsche Bergbaumuseum nicht, genauso wie es das komplette Ruhrrevier in dieser Art nicht geben
würde. Aber Bergbau ist weltweit viel älter als Steinkohlenbergbau hierzulande. Und das Museum, das Deutsche Bergbaumuseum, widmet sich also nicht nur der Steinkohle, das sind die Wurzeln, aber auch allen anderen Bergbauzweigen weltweit und erforscht das. Ja, mineralische Rohstoffe. Also um überhaupt Bergbau betreiben zu können, braucht man eine Lagerstätte. Das heißt, da muss in der Regel vor Millionen von Jahren müssen Zustände in der Erde geherrscht haben, sodass sich bestimmte Mineralanteile dann gesammelt haben, konzentriert haben. Da gibt es also die unterschiedlichsten Entstehungsgeschichten, zum Beispiel Salz, das ist irgendwie verdunstetes Meerwasser, wo sich dann beim Verdunsten bestimmte Minerale irgendwo nacheinander ausfällen. Erze, die haben wieder eine andere Entstehungsgeschichte, in der Regel ist magmatischen Ursprungs, dass also irgendwo im Erdinneren dann Lavamassen, Magma aufsteigen. Wenn es bis zur Erdoberfläche kommt und erkaltet, das sind dann also Ergussgesteine, die da entstehen. Aber es gibt auch Lagerstätten, die sind irgendwo im Untergrund, bleiben die stecken. Also dieser Magmakörper und die kühlen ab. Und beim Abkühlen entstehen dann also auch wieder verschiedenste Minerale. Da gibt es also hier eine Ausstellung, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Das war also zum Beispiel Salz, wir haben Erze angesprochen. Und hier an dieser Stelle, Steinkohle hat ja einen besonderen Stellenwert bei uns, zeigen wir halt, wie Steinkohlenlagerstätten entstehen und stehen hier quasi vor einem besonderen Stück, ein versteinerter Baum. Das ist quasi die Mona Lisa des Deutschen Bergbaumuseums, den wir hier ausgestellt haben. Das ist also ein Original? Das ist ein Original, ja, ein echter Steinkern von einem der versteinerten Bäume, die da hinten auf diesem Wandgemälde auch dargestellt sind. Das heißt, hier vor rund 300 Millionen Jahren, so alt ist der, gab es also üppige Wälder, Sumpflandschaft. Und hier wird also dann erklärt, wie die Kohle letztendlich entsteht, wenn diese Bäume absterben, überschwemmt werden, überdeckt werden, das Ganze überlagert wird, absinkt und unter hohem Druck, Temperatur und großen Zeitspannen dann aus dem Holz über verschiedene Stadien dann letztendlich die Kohle entsteht. Das ist interessant. Und den hat man hier gefunden oder wo der kommt der her? stammt aus der Gegend von Osnabrück und wurde dann quasi in Einzelteilen geborgen. Ja. Unter Tage sieht man also nicht so einen Baum komplett, sondern das kann ich vielleicht hier vorne noch mal ein Modell zeigen. Vielleicht fangen wir mal am Ende an. Also das zeigt ja verschiedene Schichtungen. Oben das Bergwerk, dann im Untergrund das dunkle Kohleflöze. Und wenn hier die Kohle abgebaut worden ist, gab es Erscheinungen, dass da auf einmal hier solche quasi Steinbrocken aus dem Hangenden, also aus den oberen Schichten, einfach heruntergefallen sind. Und das war eine große Gefährdung. Und wie kommt hier so ein Brocken da rein? Das kann man ganz gut hier vorne dann erkennen. Ein abgestorbener Baum, der also dann immer weiter überlagert wird, jetzt nicht zur reinen Holzsubstanz geworden ist, sondern der verrottet ist, aber seine äußere Form beibehalten hat. Und diese Form wurde dann quasi gefüllt mit Sedimenten, die sich verfestigt haben. Das ist dann der Steinkern. Und das wird also immer weiter überlagert. Und wenn dann auf einmal bergbauliche Aktivität hier betrieben wird, dann kann es sein, wegen der Form, dass das also, wenn das nicht mehr unterstützt ist, dann einfach herunterbricht. Und das ist halt ein großes Exemplar. Und die Besonderheit dabei ist auch, dass diese Wurzeln noch da mit erhalten sind. Also das ist also hier exemplarisch quasi so am Eingang zum Steinkohlenrundgang dann dargestellt. Sehr beeindruckend. Ich hatte mich schon gefragt, was das ist. Ja. Das ist ein Baum. Wow. Und da muss ja auch jemand schon ein bisschen Ahnung gehabt haben, dem dann aufgefallen ist, irgendwie sieht das anders aus wie so ein normales Kohleflöz oder so, ne? Ja, wobei man dann im Nebengestein von der Kohle sehr häufig auch Fossilien findet.
wenn man, ich weiß gar nicht, wir haben ja, glaube ich, nichts ausgestellt, aber wenn man dann zum Beispiel dieses ist ein Sedimentgestein, wenn man da mit dem Hammer draufschlägt und das zerbricht, dann sieht man an den Trennflächen sehr häufig dann zum Beispiel Farne oder andere Pflanzenreste. Ja. Aber dann so ein Steinkern ist dann schon was Besonderes. Das war also auch immer sehr schön zur Studienzeit, wenn ich ein Praktikum absolviert habe unter Tage und da mal Pause gemacht worden ist, dann ist man also schon hingegangen und hat dann nach diesen Fossilien gesucht. Haben Sie in vorigem Studium, waren Sie auch schon mit dem Bergbau beschäftigt oder haben Sie wie sind Sie denn zum Bergbau gekommen? Irgendwie familiäre Beziehungen dazu? Ja, es gibt familiäre Beziehungen. Mein Vater war quasi der erste Bergmann. Stammt eigentlich aus Ostdeutschland bzw. aus Niederschlesien. War im Zweiten Weltkrieg dann danach in russischer Gefangenschaft und vertrieben und hat hier in Nordrhein-Westfalen dann im Steinkohlenbergbau eine Anstellung gefunden. Alter von 25 Jahren und quasi dann Familie gegründet. Und von daher hatte ich einen gewissen bergbaulichen Hintergrund, bin in einer Bergbausiedlung groß geworden. Allerdings sagten meine Eltern immer, ich sollte was anderes machen, ich sollte nicht die Schippe in die Hand nehmen. Mein Vater war so Hauer vor Ort, hat also richtig körperlich schwer arbeiten müssen. Aber das war dennoch interessant für mich, zumal man für das Studium vorab ungefähr 200 Schichten unter Tage im Bergbau arbeiten musste, um dann tatsächlich auch alle Handwerke zu erlernen. Und das Besondere dabei war, dass man dann auch verdient hat, schon wie ein Bergmann, und sich dann quasi damit das Studium verdienen konnte. Und das war auch damals der Zeitpunkt, als ich anfing, 79, da stand man noch unter dem Eindruck von Energiekrisen, Ölkrise. Und man wollte also den heimischen Bergbau, der hatte damals um die 80 Millionen Tonnen im Jahr gefördert, die sollte auf 100 Millionen Tonnen gesteigert werden, sodass man dann also auch wieder Bedarf an Arbeitskräften und Ingenieuren hatte. Das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu studieren. Aber im Laufe des Studiums hat sich das alles wieder quasi rückentwickelt, sodass ich dann in meiner aktiven Zeit im deutschen Steinkohlenbergbau dann erlebt habe, wie also ringsherum immer wieder Bergwerke stillgelegt worden sind. Okay. Ja, also mein Vater musste dann noch kräftig arbeiten. Der hatte allerdings den Vorteil, dann mit knapp 51 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand gehen zu können. Und er konnte seine Rente bis 96 Jahre und ein halbes Jahr genießen. Und das ist dann also auch wieder was Besonderes. Ja. Das stimmt. Wow. So, wo befinden wir uns jetzt hier? Ja, wir befinden uns nach wie vor hier im Steinkohlenrundgang. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, wir hatten eben darüber gesprochen, dass es einer Lagerstätte bedarf, um Bergbau betreiben zu können. Und diese Lagerstätten, die können ganz unterschiedlich sein. Nicht nur vom Mineral her, sondern auch zum Beispiel vom Aggregatzustand. Es gibt zum Beispiel Öl-, Gas-Lagerstätten, die mit ganz anderen bergbaulichen Verfahren gewonnen werden. Da wird also gebohrt. Auf der anderen Seite gibt es Lagerstätten, die sind so nah an der Tagesoberfläche, dass man sie im Tagebau gewinnt. Andere wiederum so tief, dass es im Untertagebergbau dann betrieben wird. Und die haben zum Teil unterschiedliche Formen. Das können massige Körper sein im Untergrund, es können aber auch plattenförmige, zum Beispiel Kohleflöze sein. Und das Anschauungsbergwerk, das wir nachher befahren, das zeigt eine Tiefbaugrube. Da geht es also um den Bergbau unter Tage, nicht um Steinkohlenbergbau, nicht um Tagebau, auch nicht um Bohrlochsbergbau bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung. Und so eine Lagerstätte muss man dann natürlich erstmal auch finden. Und das war hier im Ruhrrevier so, dass die Steinkohlenflöze im Süden an der Ruhr zutage getreten sind. Wir haben ein schönes Modell in der nächsten Halle, da kann man das also auch nochmal sehen,
wo man also erst an der Tagesoberfläche gesehen hat, die schwarzen Steine, die brennen. Da gibt es die Legende des Hirtenjungen, der irgendwann festgestellt hat, dass das Feuer da am nächsten Tag noch brannte über Nacht. Man hat also den Nutzen der Kohle erkannt und dann versucht, sie zu gewinnen. Erst an der Oberfläche irgendwo gesucht, danach gegraben, wo man sie gefunden hat, und ist dann später übergegangen zu einem geordneten Bergbau, dem sogenannten Stollenbau. Und zwar Stollenbau kann man betreiben in einer Gebirgslandschaft. Jetzt haben wir hier im Ruhrgebiet kein Gebirge, aber im südlichen Revier ist es doch ein bisschen hügeliger. Und da ist es dann so, dass man vom Tal aus in den Berg hinein Stollen aufgetrieben hat, also tunnelartige Zugänge, immer mit einem gewissen Ansteigen im Berg, sodass das Wasser, was hier überall zufließt, abfließen kann. Und sodass man zum Beispiel Förderwagen, die man gefüllt hat mit Kohle oder Gestein, die also schwer sind, dass sie sich mit dem Gefälle dann auch leichter rausschieben lassen, und die leeren Wagen lassen sich also leichter hineinschieben. Das geht aber mit den Stollen nur so lange so gut, wie man oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. dann auch des Ruhrniveaus sich befindet. Weil wenn man tiefer ist, fließt das Wasser nicht mehr natürlich ab, und dann muss man Wasser pumpen. Das ist sehr, sehr aufwendig, weil das Wasser, das fließt also ständig, ob man da arbeitet oder nicht am Wochenende, Weihnachten. Das Wasser fließt ständig, und es ist eigentlich dann erst so vor rund 200 Jahren gelungen, mit dampfbetriebenen Pumpen überzugehen, den Übergang zu machen zum eigentlichen Tiefbau unterhalb quasi hier des Ruhrniveaus. Ja. Und die Lagerstätte, die liegt jetzt im Untergrund, und die muss man auch zugänglich machen. Das heißt, da muss man ja als Bergmann überhaupt hinkommen. Das heißt, man muss Zugänge schaffen. Das sind also zum Beispiel von der Tagesoberfläche aus die Stollen, die da in den Berg hineingetrieben werden. Es gibt dann, aber ich gehe einfach mal rüber, genauso gut auch senkrechte Grubenbaue, Schächte, die in den Untergrund führen. Und dann muss man, wenn man sich einmal dort unten befindet, dann aber auch weitere, in der Regel horizontale Grubenbaue auffahren, um an alle Bereiche der Lagerstätte heranzukommen, die man hereingewinnt. Und im Anschauungsbergwerk werden wir dann verschiedene Verfahren sehen, wie man solche sogenannten Strecken herstellt, um an die Kohle heranzukommen, und letztendlich auch Verfahren, mit denen die Kohle dann hereingewonnen wird, also die bergmännische Gewinnung stattgefunden hat. Auf der anderen Seite im Untergrund, um sich da zurechtzufinden, muss man ja auf der einen Seite das Wasser ableiten können, wie ich es eben gesagt habe. Ein anderes Kriterium ist, dass man frische Luft braucht zum Atmen. Da spricht man von der Bewetterung. Man muss also sicherstellen, dass alle Bereiche, in denen man sich befindet, dann Atemluft herrscht und auch keine explosiven Gase. Und man braucht Licht, das bergmännische Geleucht, um überhaupt sich finden zu können. Ansonsten wäre man also in großer Dunkelheit. Ja, und vieles in den Anfängen war halt Handarbeit und wurde dann nach und nach mechanisiert. Und da sehen wir also auch die verschiedenen Stadien dann im Anschauungsberg. Vielleicht so viel zu dem Modell. Dankeschön. Bergmann zu sein heißt, in eine Welt zu gehen, die nur wenige wirklich kennen. Unter Tage wird das Licht kleiner, die Geräusche lauter, und jeder Atemzug fühlt sich schwerer an. Die Wärme steigt schnell, der Schweiß kommt sofort, und irgendwo im Hinterkopf bleibt immer dieser Gedanke, es kann etwas passieren. Gas, Staub, Druck. Ein Moment kann alles verändern. Und trotzdem gehst du weiter. Weil du nicht allein bist. Neben dir steht ein Kumpel, der dich versteht, ohne Worte. Du vertraust ihm, weil du musst. Und weil du weißt, wenn es ernst wird, tut er alles für dich. Genauso, wie du alles für ihn tun würdest. Also hier in der Nachbarhalle hat man quasi ein schönes Modell gerade ausgelassen.
Wenn also da im größeren Stil Kohle gewonnen wird, muss die auch irgendwo transportiert werden. Und das ging zum Beispiel über Pferdefuhrwerke eine Zeit lang. Aber letztendlich hat man auch die Ruhr schiffbar gemacht, hier als Fluss im südlichen Revier, um darauf mit speziellen Schiffen, den Ruhrarken, dann Kohle transportieren zu können. Aber so in den Anfangszeiten war der Abbau der Kohle in der Regel so im Nebenerwerb gemacht worden von Landwirten, die vielleicht im Sommer, wie auch immer, da ihre Landwirtschaft betrieben haben und dann in Zeiten, wo Winter, dann hat man nach Kohle gegraben. Aber die Anlagen dann, die Gewinnungsanlagen wurden ständig vergrößert, sodass es dann auf der einen Seite dazu gekommen ist, dass sich Bergbauunternehmen entwickelt haben, auf der anderen Seite dann aber auch Bergarbeiterschaft sich organisiert hat und dann auch eine Gewerkschaft entstanden ist. Und ja, vielleicht gehen wir mal nochmal zu dem nächsten Modell. Sieht fast aus wie die Zeche Zollverein in Essen, Weltkulturerbe. Ist es aber nicht, sondern auch vom gleichen Architekten entworfen, Fritz Schupp. Hier die Anlage Germania in Dortmund-Marten, die 1971 gearbeitet hat und dann stillgelegt worden ist. Und hier kann man ganz schön erkennen, wir sind ja nicht mehr in den Anfängen des Bergbaus, wo man vielleicht nur so einen einzelnen kleinen Schacht hatte oder einen Stollen, sondern es ist schon eine große, moderne Schachtanlage mit ganz vielen Gebäuden, die erforderlich sind und auch ein Fördergerüst, über die es dann die Förderkörbe von Untertage nach Übertage bewegt worden sind, um Bergleute bei der Seilfahrt nach Untertage zu bringen und wieder rauf. Auf der anderen Seite auch Kohle zu transportieren und zu fördern und Materialien zu transportieren. Kauen, das heißt Umkleide, Duschräume, wo die Belegschaft gearbeitet hat, sich umgezogen und gewaschen hat. Werkstatträume, Verwaltung, aber dann auch die Aufbereitungsanlage, wo die Rohkohle, die zutage kommt, erstmal sortiert werden muss. Das heißt, da findet eine Trennung statt zwischen der eigentlichen Kohle als verwertbares Produkt und dem Nebengestein, was da mit dranhängt. Das wird also alles dann voneinander quasi sortiert zu verkaufsfähigen Produkten, die dann verladen werden und abtransportiert werden, wie hier mit der Eisenbahn. Es gibt auch Bergwerke, die so am Fluss irgendwo gelegen haben. Das ist dann auch vorteilhaft für den Abtransport. Und das Modell des Fördergerüstes, was man sieht, das ist nämlich genau auch das, was hier über dem Deutschen Bergbaumuseum steht. Das ist 1973, als das Bergwerk schon 2 Jahre stillgelegt war, abgebaut worden, hier beim Deutschen Bergbaumuseum wieder errichtet. Aber was ich so interessant finde, ist, wie groß der Flächenbedarf eines Bergwerks über Tage ist, mit all den Gebäuden. Und die Verbindung nach Untertage, die geschieht dann über Schächte, das heißt über diese senkrechten, wenn man will, tiefen Löcher, 1200 Meter tief oder tiefer, die Verbindung herstellen. Und Untertage gibt es dann ein Netz von Strecken von tunnelartigen Hohlräumen, kilometerweit, wo dann die eigentlichen bergbaulichen Aktivitäten stattfinden. Und zwar jetzt nicht genau hier unter diesem Gelände, weil durch Absenkungen der Tagesoberfläche es zu Bergschäden kommen würde. Man will also das Bergwerk ja erhalten, sodass man also im Umkreis von mehreren Kilometern quasi um diesen Standort dann die eigentlichen bergbaulichen Aktivitäten hatte. Hier stehen wir jetzt vor einem Modell des Ruhrreviers, das also hier von Osten nach Westen so 120 Kilometer Erstreckung hat und von Süden nach Norden, hier von Hagen bis Haltern auch so 60, 70 Kilometer. Großes Gebiet, heute besiedelt mit 5,3 Millionen Einwohnern, irgendwas in der Größenordnung. Und diese kreisrunden Scheiben, die man sieht, das sind halt alles Städte im Ruhrrevier. Wir hier in Bochum liegen quasi mittendrin. Ja. Und im Süden des Ruhrreviers schlängelt sich hier die blaue Linie, die Ruhr.
die Ruhr und dann gibt es weiter nach Norden dann Emscher, Lippe, weitere Flüsse, auch Kanäle, so mit einem Knotenpunkt um Datteln herum. Man sieht auch hier die Eisenbahnlinien, einige Straßenverbindungen, Autobahnen. Alles entstanden oder wäre nicht entstanden, wenn es hier nicht die Steinkohlenlagerstätte gegeben hätte. Und diese Kohleflöze, die vor rund 300 Millionen Jahren entstanden sind, die sind hier unten im Süden an der Ruhr zutage getreten. Da sind dann auch die Stellen, wo man zum ersten Mal Kohle gefunden hat, wo man dann Stollenbau betrieben hat in dieser eher hügeligen Landschaft. Und dann ist man aber hier vom Süden aus weiter nach Norden gewandert, in größere Tiefen vorgestoßen. Und dann musste man also richtige Wasserhaltungen betreiben können mit Pumpen. Und diese Stifte, die man alle sieht, das sind Tagesschächte, die von Übertage in den Untergrund führen. Und das liegt also hier dicht bei dicht. Das ist längst nicht alles, was hier dargestellt ist. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass es dann über Tage dann, wir hatten es eben im anderen Modell gesehen, wie groß der Flächenbedarf des Bergwerks über Tage ist, dann wächst das also fast alles zusammen. Also die Oberfläche ist herausgeschnitten. Man sieht hier auf die Oberfläche des Carbongebirges. Die Kohleflöze sind hier im Süden stärker gefaltet. Da gibt es Sättel und Mulden. Nach Norden hin ist das dann in größerer Tiefe, wird flacher, nicht mehr so steil. Und zusätzlich zu dieser Faltentektonik hier gibt es die Bruchtektonik, dass die Schollen, die Schichten zerrissen worden sind über größere Zeitspannen, erdbebenartige Erscheinungen hat es da wahrscheinlich gegeben, dass diese Störungen entstanden sind. Hier hinten haben wir auch noch schöne Bilder, die so die Besiedlung des Ruhrgebiets zeigen. Also hier links 1840, da ist das Gebiet hier so eher noch grün. Da gibt es einige kleine rote Flecken, da wo es Besiedlungen gibt. Und dann hier über 1930 bis 1970 sieht man, wie es dann immer das Rot überwiegt. Da gibt es also den großen Zuwachs dann an Bevölkerung hier im Revier. Ja. Das letzte Bergwerk oder die letzten beiden sind stillgelegt worden 2018. Und zwar Bergwerk Prosper in Bottrop und dann auch zeitgleich das Bergwerk Ibbenbüren weiter nördlich, das aber hier nicht dargestellt ist in diesem Modell. Das war Ende einer Tradition, ne? Ja, kann man so sagen. Ne? So kann man macht sich da auch gar kein Bild von, wie groß dieses Netzwerk unter uns ist. Also es ist ja, das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, wie viel Strecken hier zwischenliegen, was das eine Fläche ist und was ein Spinnennetz von Gängen und Schächten, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und damit haben sie quasi was vorweggenommen, was wir gleich im nächsten Modell sehen. Da zeigen wir nämlich dieses Netz. Ja, wunderbar. Dann gehen wir da mal hin. Ja, und zwar vom Bergwerk August Victoria in Marl. Das ist 2016 stillgelegt worden. Also auch hier im nördlichen Revier. Hat tatsächlich ein Freund von mir mal gearbeitet. Ja. Wenn man im Ruhrgebiet von Kohle spricht, meint man fast immer Steinkohle. Das Revier zog sich von Duisburg bis Dortmund mit Zechen in fast jeder Stadt. In Marl stand die Zeche Auguste Victoria, eine der zuletzt laufenden Gruben im Ruhrrevier. In Bochum zeigt die Zeche Hannover, wie ein klassischer Schachtbetrieb funktionierte. Ganz im Westen lag Duisburg-Walsum, direkt am Rhein. Und in Essen steht Zollverein, die Ikone des Reviers. Bottrop, Prosper Haniel, war bis 2018 die letzte aktive Steinkohlezeche Deutschlands. Braunkohle liegt in NRW vor allem im Rheinischen Revier mit Tagebauen wie Hambach, Garzweiler und Inden. Hier das Modell des Bergwerks Auguste Victoria in Marl, quasi ein Ausschnitt aus dem Großen, was wir zuvor gesehen haben. Und hier sieht man also auch noch einen Teil der Tagesoberfläche, hier so eher ländlich besiedelt. Es gibt aber auch ein Chemiewerk, wo aber darunter dann keine Kohle abgebaut worden ist. Und dann hier 4 Schächte, jeweils 2, die in den Untergrund führen, wieder über Tage dann die Tagesanlagen. Und im Untergrund sieht man neben der
Kohlenstruktur hier, dieser Faltung, Kohlenflöze, sieht man dann das Netz von Strecken, heißt von tunnelartigen Grubenbauen unter Tage, die bergmännisch hergestellt werden, um an alle Bereiche der Lagerstätte heranzukommen, wo man die Kohle abbauen will. Und diese sogenannten Strecken, die dienen dann unter anderem dazu, dass da Züge fahren können mit Personen, Bergleuten zu den Arbeitsplätzen, dass Kohle transportiert wird, Material zugeführt wird, es wird frische Luft zugeführt, also das Bergwerk muss in allen Winkeln entsprechend belüftet werden, da wird Wasser abtransportiert, Energie muss zugeführt werden, das gehört also zur Infrastruktur hier, Logistik des Bergwerks. Da müssen also ganz viele Bereiche ineinander greifen, ne? Ja, das heißt, an der Speerspitze stehen dann die Bergleute, die auf der einen Seite diese Strecken vortreiben, wie es bergmännisch heißt, und die dann die eigentliche Kohlengewinnung machen. Aber dahinter steht dann also noch viel mehr, damit das alles funktioniert. Dass man Atemluft hat, dass beleuchtet ist, dass da keine explosiven Gasgemische sind. Und dergleichen Energiezufuhr. Das ist so ähnlich wie wenn man es aufs Militär beziehen würde. Da gibt es früher hat man gesagt Starfighter-Piloten, aber Starfighter gibt es nicht mehr. Ja, das ist ja der sogenannte Witwenmacher. Oder was auch immer. Aber dahinter dann ein ganzer Stab, der dafür sorgt, dass der Pilot dann seine Maschine da betreiben Der Techniker, der Elektriker und so weiter. Ja. Und wenn wir jetzt hier Augusta Victoria sehen, welchen Zeitraum kann man sagen, ist das alles entstanden? Weil das ist ja schon eine Unmenge an Arbeit gewesen. Ne? Also es sind dann so ungefähr 100 Jahre so im Laufe der Zeit. Diese Adern, die man hier sieht, die sind auch nicht diese Strecken nicht bis zum Ende alle offen geblieben, sondern dort, wo die Kohle abgebaut worden ist, werden die Strecken dann, die gehen zu Bruch. Aber dafür müssen immer wieder neue Hohlräume aufgefahren werden. Das heißt, das sehen wir auch im Anschauungsbergwerk, wie man diese Strecken auffährt auf der einen Seite und wie man die Kohle hereingewinnt. Und das typische Abbauverfahren hier im deutschen Steinkohlenbergbau ist der sogenannte Strebbau. Da hat man immer zwei parallele Strecken. Das kann man auch ganz gut erkennen, dass es hier an vielen Stellen so parallele Drähte gibt, die das Ganze darstellen sollen. Das sind die Strecken, die vorher hergestellt werden und dazwischen dann die Verbindung, das ist der Streb, wo die eigentliche Kohlengewinnung stattfindet. Also quasi Hauptstrecke und Nebenstrecke. Mehr oder weniger. Also die beiden Verbindungstunnel sind dann wahrscheinlich zur Förderung gedacht, Ja, genau. und die Stiche sind dann immer der Abbau, Ja. ne? Das ist dann der Abbau dazwischen, so vereinfacht ausgedrückt. Und im Laufe der Zeit werden dann Kohleflöze von oben nach unten abgebaut. Und da fehlt natürlich dann im Laufe der Zeit was, nämlich an Mengen, an Massen im Untergrund. Anfangs hatte man noch versucht, diese Hohlräume wieder zu verfüllen mit Gesteinsmaterial, auch um die Tagesoberfläche etwas zu schützen, dass da also weniger Bergschäden entstehen. Aber das ist sehr aufwendig und konnte auch nie verhindern, dass sich das Ganze, der sogenannte Versatz, was man dort eingebracht hat, nicht doch noch zusammengedrückt hat, wenn dann auf einmal 1000 Meter Gestein drauf lasten, sodass man die letzten Jahrzehnte dann nur noch sogenannten Bruchbau betrieben hat. Und das bedeutet, dass man die Schichten planmäßig dann herunterbrechen lassen hat. Und diese Bruchbewegung setzt sich dann fort bis zur Erdoberfläche, bis zur Tagesoberfläche, die sich entsprechend Dann setzt. senkt. Okay. Ja. Aber es wird ja wahrscheinlich, sagen wir mal, wenn jetzt hunderte Meter dazwischen liegen, wenn der Schacht Stollen 3 Meter Durchmesser hat, also Höhe hat, und der bricht dann ein, wird es ja oben nicht 3 Meter runterbrechen, Genau. sondern es verteilt sich ja. Ne? Das verteilt sich. Es gibt dann so einen Senkungstrog. Und dort, wo es also anfängt abzusinken, da stehen dann die Häuser schief oder kriegen Risse. Und die an der tiefsten Stelle sind, die sind vielleicht gar nicht davon beeindruckt, sofern Kanäle und so weiter alles keinen Schaden nimmt. Aber hier weite Teile des Ruhrreviers sind an der Tagesoberfläche bis zu 20 Meter oder etwas mehr abgesunken. Auch doch so viel. Ja, insgesamt abgesunken. Und das bedeutet, dass da an der
Tagesoberfläche Wasser gepumpt werden muss, gepoldert werden muss. Und das quasi auf ewige Zeiten. Also man muss sich immer zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Wasserhaltung unter Tage, die man braucht, um die Grubenbaue unter Tage offen zu halten, um dort arbeiten zu können. Und dann durch die Senkung, das Abpumpen des Wassers über Tage, damit da keine Seenlandschaft an der Stelle entsteht. Und jetzt, nachdem also der Bergbau hier zum Erliegen gekommen ist, der Steinkohlenbergbau, könnte man ja auf die Idee kommen, man schaltet die Pumpen unter Tage komplett ab, lässt das Wasser ansteigen und passt nur auf, dass es nicht da an der Oberfläche irgendwo herausschwappt. Aber das geht nicht, denn das Wasser, das Grubenwasser darf keinen Kontakt bekommen zu Trinkwasserhorizonten auf der einen Seite, und das ansteigende Wasser kann auch dazu führen, dass das Gebirge und damit auch die Erdoberfläche wieder langsam ansteigt. Das ist ein Effekt, den man im Aachener Steinkohlenrevier festgestellt hat, nachdem da in Hückelhoven Sophia Jacoba auch stillgelegt worden ist. Von daher hat man hier das sogenannte Forschungszentrum Nachbergbau etabliert. Das gehört auch zu unserer Muttergesellschaft. Und da werden die Themen des Nachbergbaus behandelt und unter anderem untersucht, wie hoch kann man das Grubenwasser ansteigen lassen, damit es keinen Schaden anrichtet. Auf der anderen Seite man aber es auch möglichst so hoch steigen lässt, dass man die Energiekosten möglichst senkt. Also da versucht man so ein Optimum zu erreichen. Das wird vielleicht in einigen 100 Metern Tiefe sein, aber das ist dann günstiger, als wenn man aus 1000 oder 1200 Meter das Wasser zutage heben würde. Also das heißt, zu Verständnis auch für unsere Zuschauer, da unten laufen regelmäßig Pumpen, die also das Wasser regulieren. Ja, die allerdings dann heutzutage von Übertage aus herabgelassen werden, große Tauchmotorpumpen, die das Wasser dann heben. Ja, das ist das eine. Und auf der anderen Seite muss an der Oberfläche, zum Beispiel Innenstadt von Essen, viele andere Bereiche, muss Wasser an der Oberfläche auf ewige Zeiten gepumpt werden, es sei denn, man sagt, da möchte man jetzt eine schöne Marina, irgendwie eine Seenlandschaft haben, aber das ist im Moment nicht absehbar. Ich hätte eine Idee, wo sie das Wasser hinpumpen könnten, weil bei uns ist ja der Tagebau, der Garzweiler, und die suchen ja Wasser, die wollen das ja füllen. Ja. Und wissen aber noch nicht genau, wo sie das Wasser hernehmen sollen. Ja, also, das wird auch Jahrzehnte dauern, mit dem Rheinwasser. Ja, Rheinwasser ist geplant, genau. Zu füllen. Also wenn Sie hier was Wasser übrig haben, können Sie zu uns schicken. Die Industrialisierung im Ruhrgebiet begann, als Kohle und Stahl zur Maschine der Moderne wurden. Über Tage wuchsen Zechen, Kokereien, Hochöfen, Bahntrassen und Kanäle. Und unter Tage spannte sich ein Spinnennetz aus Strecken und Schächten direkt unter Städten, Straßen und Flüssen. Dieses Netz wirkt bis heute. Nach dem Ende des Bergbaus bleibt die Wasserhaltung eine Daueraufgabe, damit Grubenwasser nicht bis zum Grundwasser aufsteigt und ganze Bereiche nicht vernässen. Die RAG pumpt im Ruhrgebiet, laut RAG-Stiftung, jedes Jahr rund 70 Millionen Kubikmeter Grubenwasser. Und der Berg hat Spuren hinterlassen. Messungen zeigen Bergsenkungen von bis zu 20 Metern in Teilen des Reviers. Ein Revier, das sich über und unter der Erde selbst gebaut hat. Mit Technik, Risiko und einem Netz, das bleibt. Also hier stehen wir jetzt vor einem Umkleideraum. Das ist die sogenannte Kaue, die Schwarzkaue. Das heißt, der Bereich, wo die Bergleute ihre Arbeitskleidung aufhängen. Da gibt es also keine Kleiderschränke, sondern diese Kauenräume, die sind sehr hoch, sehr groß. Und da hat man diese Körbe aufgehängt an einer Deckenkonstruktion und dann mit Seilen und Ketten und Schloss versehen, hat jeder Bergmann dann seinen eigenen Korb, vor die Arbeitskleidung, alles was dazugehört, hier von den Stiefeln, Badepantinen, sieht man Knieschoner, Schienbeinschoner, Helm dazu, Unterwäsche, Hemd, der Grubenanzug. Das ist hier aufgehängt und ja, die Arbeitskleidung, die
kann nass sein, sei es von Grubenwasser, vom Schweiß, schmutzig. Das trocknet hier unter der Decke also sehr gut. Und wenn da mal Dreck runterrieselt, dann kann der Kauenwärter mit einem dicken Schlauch da durchgehen und spült das alles leer. Also nach der Schicht war es dann in der Regel so, dass man sich auf eine Bank gesetzt hat, die da noch in der Regel steht, die wir hier nicht installieren konnten, weil dann der Weg eingeengt wäre. Da hat man früher vielleicht die erste Zigarette geraucht, was unter Tage nicht erlaubt gewesen ist. Und dann so den Korb runtergelassen, musste dabei auch aber aufpassen, dass da also nicht gerade ein anderer Kollege drunter stand, der den auf den Kopf bekommen hätte. Und ja, dann hat man sich ausgezogen, komplett bis auf die nackte Haut und ist dann nach nebenan gegangen. Da ist die Waschkaue, wo dann hunderte Bergleute stehen und versuchen wieder sauber zu werden. Und in Teilen geht das also, kann man das selber schaffen, aber der Rücken, das klappt nicht so gut. Und von daher hat man dann hintereinander gestanden und sich gebuckelt, wie es hieß. Wie auf dem Bild. Wie man es auch in der Toilette gesehen hatte. Und ja, von da aus geht es dann in die Weißkaue, sieht so ähnlich aus, bloß dass da nicht die Arbeitskleidung hängt, sondern die Kleidung, mit der man zum Bergwerk gekommen ist und mit der man dann also auch wieder nach Hause geht. Wow. Um unter Tage sich zurechtzufinden, da ist es ja von Natur aus dunkel, stockdunkel, braucht man Licht. Jeder Bergmann hat sein individuelles Licht. Ein Bergmann ohne Licht ist ein armer Wicht, kann man auch sagen. Die Besonderheit im Steinkohlenbergbau ist, dass es da Methan-Luft-Gemische geben kann, die explosiv sein können. Und von daher müssen die Lampen sicher sein. Das heißt, es darf die Flamme der Lampe keinen Kontakt bekommen zur Außenwelt quasi. Und dann ging es los hier mit Lampen, wo man dann hier im Lampentopf früher auch Öl, später dann Benzin hatte. Und über diesen Drahtkorb wurden die Flammen so weit abgekühlt, dass da keine Gefahr von ausgehen konnte. Allerdings hier bei dieser Bauart konnte da kaum Licht nach außen treten, sodass man dann also später die umkonstruiert hat und da zumindest einen Glaszylinder über die Flamme hatte und dann entsprechend eine größere Lichtausbeute. Aber technisch, wenn ich mal fragen darf, also das waren ja Flammen. Flammen brauchen ja auch Sauerstoff, um zu funktionieren. Ja. Wie hat man das denn abgesichert, dass die Flamme nicht den das hat man alles genau ausprobiert und dann eine Maschendichte gehabt, dass also die Luft eintreten konnte über eine Luftzufuhr zur Flamme, aber auf der anderen Seite die Flamme nicht durch dieses Gitter hindurch schlagen konnte. Man musste aber auch sicherstellen, dass die Lampe eine ganze Schicht brennt, weil man unter Tage da jetzt nicht Benzin nachfüllen konnte. Und auf der anderen Seite sollte die auch nicht ausgehen. Also der Bergmann durfte die nicht aufschrauben, um dann zum Beispiel anzuzünden. Dann wäre also eine große Gefahr da gewesen. Von daher haben die Lampen auf der einen Seite einen Verschluss, der verhindert, dass der Bergmann das unter Tage öffnen kann. Das war häufig ein Magnetverschluss, der mit einem starken Magneten nur über Tage geöffnet werden konnte. Es bedurfte dann aber einer Zündvorrichtung, eines Zünders darunter mit einem Feuerstein, später auch elektrisch, über eine Batterie, sodass man, falls die Lampe ausgegangen sein sollte, sie unter Tage wieder anzünden konnte, ohne die Lampe zu öffnen und ohne, dass da eine Gefahr von ausgegangen ist. Ja, also hier bei den Elektrolampen, die man entwickelt hat, das waren große, schwere Lampen, Topflampen mit dem Akku drin, die sind dann weiterentwickelt worden zu den Leuchten, den sogenannten Kopfleuchten, wie sie bis zuletzt im Einsatz gewesen sind, mit einem Akku, der am Lampenriemen, am Riemen hier am Gürtel befestigt war und dann das Kabel mit der Kopflampe wurde am Helm befestigt, sodass man die Hände dann auch frei hatte zur Arbeit. Hier im Maschinenkeller gibt es einen Vorgeschmack auf das, was ein Untertage erwartet. Das heißt, die meisten Maschinen sieht man nochmal Untertage in natürlicher Umgebung des Bergwerks. Aber hier kann man sie so in der Vielfalt nochmal betrachten. Die sind in der Regel groß und schwer und zu schwer, als dass sie in den
Ausstellungen über Tage aufgestellt werden konnten, weil die Tragfähigkeit der Hallenböden das nicht hergeben würde. In den Ausstellungen wird dann entweder mit kleinen Maschinen gearbeitet, mit Modellen oder auch mit bildlichen Darstellungen oder Videos. Aber hier ist das originalgetreu ausgestellt. Wir haben verschiedene Inseln. Also hier geht es unter anderem um Transport mit Lokomotiven oder der sogenannten Einschienenhängebahn. Auf der anderen Seite Bohrgeräte oder auch eine sogenannte Teilschnittmaschine, mit der man Strecken auffahren konnte. Und dann gibt es ja eine Insel, die zeigt Ausbau mit Stempeln, Kappen oder auch diesen ersten sogenannten Schildausbau, der den Steinkohlenbergbau mit revolutioniert hat. Und am Ende hinten dann Gewinnungsmaschinen vom Abbauhammer über Kohlenhobel bis zur sogenannten Doppelwalzenlader. Und wir kommen dann auch gleich hier noch an der Dahlbusch-Bombe vorbei. Das ist die Rettungskapsel, die also erstmals auch 1955 entwickelt und eingesetzt worden ist, um verschüttete Bergleute durch ein Bohrloch hindurch retten zu können. Besucher würde man jetzt mit dem Aufzug ins Bergwerk fahren. Wir haben hier dann noch unsere Notausgänge, die zum Glück nur in der Regel genutzt werden, wenn der Aufzug mal ausfallen sollte. Aber auch im Evakuierungsfall, den es zum Glück noch nicht gegeben hat, nur in einer Übung, würde man also auch diesen Weg nehmen. Den wählen wir jetzt mal, damit es was Besonderes ist und Sie auch sehen, wie tief wir denn eigentlich nach Untertage einfahren. Weil über einen Aufzug könnte man... Hat man nicht so das Gefühl dafür. Okay. Genau. Heidenei. So, hier muss man nur ein bisschen aufpassen. Normalerweise trägt man Helm und Sicherheitsarbeitskleidung. Haben wir jetzt nicht, von daher müssen wir aufpassen, dass wir uns hier in den Kopf nicht stoßen. Okay. Ab in die Tiefe. Am besten gehen wir hier auf der rechten Seite, dann stößt man sich nicht so schnell den Kopf an den Lampen. Ja, so schnell ist man unter Tage in der Welt des Bergbaus unter Tage. Wir sind jetzt hier unsere sogenannte Tonnlage hinuntergestiegen und zwar von der Kelleretage hier runter. Da sind es ungefähr 14 Meter. Besucher fahren mit dem Aufzug vom Erdgeschoss, da sind es 3 Meter mehr. Also da wäre man ungefähr 17 Meter tief. Und es gibt Bereiche, die gehen ungefähr bis auf 22 Meter. Also wenn man so will, im Mittel rund 20 Meter tief sind wir hier. Begonnen wurde hier mit dem Anschauungsbergwerk bereits 1937, also wenige Jahre nach Gründung des Museums, weil man Besuchern dann zeigen wollte, wie die Gegebenheiten unter Tage sind. Man wollte nicht nur die Maschinen in Ausstellungsräumen zeigen, sondern in der bergmännischen Umgebung und hat dann zunächst einen Schacht abgeteuft, in dem der Aufzug Besucher nach Untertage bringt. Es gibt dann aber auch diese sogenannten Tonnlagen hier mit den Treppen, die als Notausgänge genutzt werden. Und dann hat man sich entschieden, das hier so in rund 20 Meter Tiefe anzulegen, das Bergwerk. Es sollte nicht höher sein, weil das Gebirge hier rüber nicht fest ist. Also die ersten Meter von der Oberfläche aus ist Sand, Kies. Und hier befinden wir uns jetzt im Mergel. Das ist ein kalkig-toniges, festes Gestein, das oberhalb der Kohleflöze liegt und so stabil ist, dass man hier diese Grubenbaue dann gut errichten kann. Und die sind so stabil, dass hier während des Zweiten Weltkrieges auch das Anschauungsbergwerk als Luftschutzbunker verwendet worden ist. Es sollte dann aber nicht noch viel tiefer gehen. Auf der einen Seite, weil die Wasserzuflüsse größer werden und in den tiefsten Bereichen unseres Anschauungsbergwerks sind wir auch schon oberhalb des Grundwasserspiegels, sodass wir da Wasser abpumpen müssen, damit Besucher trockenen Fußes da durchmarschieren können. Und vor allen Dingen muss sichergestellt sein, dass es keine Verbindung zum Carbongebirge gibt. Es gibt also da noch Kohleflöze, die vielleicht, weiß nicht, 30 Meter tiefer liegen. Wenn da
Methangas aufsteigen würde und wir hier Schlagwetter, also Methan-Luftgemische bekommen könnten, das wäre das also auch nicht gut. Wir haben zwar ja Rauchverbot für Besucher, keine offenen Flammen, aber das musste auf jeden Fall verhindert werden und deswegen hat man sich entschieden, das hier in diesem Niveau zu machen. Und zwar gibt es in der Regel, sind diese Grubenräume ja ausgebaut, das heißt abgesichert in Betonausbau, in Mauerwerk, in der Regel mit einem Gewölbe, mal flacher, mal steiler. Das ist also der Rohbau und da reingestellt ist jetzt quasi als Dekoration originaler Ausbau, wie man ihn Untertage auch finden würde, wo der Ausbau die Aufgabe hat, die Hohlräume zu sichern, dass von oben kein Gestein herunterbrechen kann. Und das ist dann, wie hier in diesem Fall, sind es unterschiedlichste Profile, Stahlprofile, Stahlträger, die man ne? verwendet hat. Aber in den Anfängen war es also hier eher das Holz, was man verwendet hat. Das stammt von Bäumen, in der Regel gerade gewachsen. Und damit kann man dann so rechteckige Formen gut ausbauen. Das ist der sogenannte Türstockausbau. Hier oben mit einer Kappe, die das Hangende abstützt, und Stempeln rechts und links, die sogenannten Stöße, die Wände absichern. Da gibt es dann unterschiedliche Ausführungen. Das ist der sogenannte deutsche Türstockausbau, wo also eine entsprechende Verblattung stattfindet. Das heißt, die Bergleute unter Tage, die mussten dann auf der einen Seite eine Säge haben, mit der man die Hölzer dann auf entsprechende Länge zurechtgesägt hat, dann auch hier diese Verblattung hergestellt hat und einen Grubenball, wo die Stempel dann noch ein bisschen angespitzt sind. Aber die größere Vielfalt kommt dann quasi mit dem Stahlausbau. Der Stahlausbau hat den Vorteil, dass er gebogen werden kann und man dann insbesondere bogenförmige Strecken herstellen kann, die gebirgsmechanisch viel günstiger sind, als wenn man hier so gerade Profil Türstöcke hat. Durch diese Biegungen wurde der Druck auch besser abgeleitet. Genau, also der Druck wird dann also um diesen Bogen herum abgeleitet. Und was man hier schon erkennen kann, es gibt hier unterschiedliche Querschnittsgröße. Wir werden nachher noch viel größere Querschnitte sehen. Wie groß man den Querschnitt einer Strecke wählt, hängt immer auch von dem Zweck des Grubenbaus ab. Wenn man es mal überträgt, so auf Verkehrswege, dort wo ein Feldweg reicht, da braucht man keine Autobahn bauen oder umgekehrt. Und so ist es quasi auch unter Tage, wie hier, wo man nur so eine kurze Verbindungsstrecke hat, wo man ein Besucher durchgeht vom Schacht hier zum Notausgang, reicht so eine kleine Strecke. An anderen Stellen, wo also die Kohle gewonnen wird, da muss es dann entsprechend viel größer gestaltet werden. Klar, auch wegen den ganzen Maschinen, die man da reinkriegen muss. Ne? Ja. Ah, hier sind die Schienenstrecken. Ja, also hier stehen wir vor dem Aufzug. Hier kommt, das ist also unser Schacht. Da fährt der Aufzug auch rauf aufs Fördergerüst, aber auch bis hier runter ins Anschauungsbergwerk. Hier kommen die Besucher in der Regel herunter und steigen dann ab und befinden sich hier im sogenannten Füllort, so heißt der Grubenraum, der den Schacht mit den nachfolgenden Strecken verbindet. Füllort, das war früher immer so also die Umladestation. Also es kommen Züge an mit Kohlenwagen beispielsweise und das muss dann umgeschlagen werden auf die Schachtförderung von der horizontalen zur vertikalen Förderung. Und hier hat man in der Regel in einem echten Bergwerk viel größere Querschnitte, als es hier dargestellt ist. Auf der einen Seite, weil man viel Betriebsamkeiten hatte, mehrere Gleise. Und wenn dieser Hohlraum sehr breit ist, muss er auch hochgestaltet werden, damit man da noch so ein Gewölbe drüber setzen kann. Und der zweite Grund ist, dass man über die Schächte ja auch frische Luft ins Bergwerk bringt, also die Grube bewettert. Und das sind gewaltige Mengen, die nach Untertage kommen. Und hier darf also kein orkanartiger Sturm herrschen. Ne? Von der Wettergeschwindigkeit, die ist begrenzt. Und deswegen müssen die Querschnitte auch entsprechend größer sein, sodass sich das verteilt. Und diese Bewetterung braucht man also nicht nur für die Atemluft. Auf der anderen Seite wird dadurch aber auch Wärme abgeführt. Wir haben jetzt hier in unserem Anschauungsbergwerk vielleicht 13 Grad, irgendwas in der Größenordnung in unserer Tiefenlage.
eigentlich konstant so im Jahresmittel. Aber pro 100 Meter, die es tiefer geht, steigt die Temperatur um 3 Grad Celsius an. Das heißt, in 1000 Meter hätte man zu den 13, vielleicht nochmal 30 dazu, über 40 Grad. Aber durch die Bewetterung wird ein Teil der Wärme abgeführt. Und zusätzlich hat man dann aber in den letzten Jahrzehnten auch Klimaanlagen unter Tage betrieben, um dann humane Arbeitsplätze schaffen zu können, wo die Bergleute dann möglichst 8 Stunden am Stück arbeiten können. Wenn mechanisch nicht das Wetter beeinflusst worden ist, wurde es trotzdem unter Tage merkbar, wenn oben sich das Wetter ändert, richtig? Ja, also das merkt man, wenn bei Luftdruckänderungen, insbesondere bei der sogenannten Ausgasung. Also das Methangas, was in der Kohle irgendwo enthalten ist, steht ja unter einem bestimmten Druck innerhalb der Kohle, aber auch durch den Luftdruck. Und wenn der Luftdruck gesunken ist, dann gab es also stärkere Ausgasung. Das war eben auch das sehr, sehr Gefährliche daran, ne? Wenn man das nicht kontrolliert. Ja, also von daher gab es dann spezielle ausgebildete Bergleute, Spezialisten, Wetteringenieure, die dann auf der einen Seite im Bergwerk selber an verschiedensten Punkten mit Handmessgeräten die Konzentration in den Wettern überprüft haben. Und zusätzlich sind Sensoren irgendwo installiert, die dann ihre Signale dann direkt noch über Tage zur Grubenwarte geleitet haben, sodass man da feststellen konnte, da gibt es einen erhöhten Methangasgehalt in den Wettern, sodass dann auch Maschinen automatisch abgestellt worden sind. Ja. Aber natürlich nicht in den Anfängen. Ja, hier nochmal der Hinweis dann für uns. Also Helm hat man eben angesprochen. Es gibt aber auch Stolpergefahren, Gleis. Das ist jetzt nicht zur Schau hier installiert, sondern wir haben Grubenhandwerker, das heißt Bergleute beschäftigt hier im Museum, mit denen wir auf der einen Seite neue Hohlräume herstellen, wenn erforderlich, auf der anderen Seite auch dieses Streckennetz hier unterhalten müssen. Da muss zum Beispiel mal Ausbau erneuert oder repariert werden, Maschinenteile werden transportiert. Und dafür haben wir dann 2 kleine Lokomotiven und nutzen hier dieses Gleisnetz. Wie toll. Also noch aktiv. Ja, so gesehen ja. Das Deutsche Bergbaumuseum ist mehr als ein Museum. Es ist ein Ort, an dem deutsche Kulturgeschichte lebendig wird. Wer verstehen will, wie Industrialisierung, Fortschritt und Wohlstand in Deutschland entstanden sind, muss diesen Ort gesehen haben. Das Anschauungsbergwerk, die Ausstellungen und das Fördergerüst zeigen, wie sehr der Bergbau unser Land geprägt hat. Und genau deshalb sollte man sich das einmal im Leben anschauen. Nicht nur als Erwachsener, sondern auch mit Kindern. Das Museum bietet eigene Formate für Familien und Kinder, dazu Führungen durchs Anschauungsbergwerk und sogar spezielle Angebote für junge Besucher. Und wer noch tiefer eintauchen will, kann hier sogar nachts ins Bergwerk, mit Helm und Kopflampe, in echtem Schwarz, mit Grubenluft und Maschinenlärm. Spätestens dann versteht man, warum dieser Ort so besonders ist. Also Besucher hier im Anschauungsbergwerk, die werden entweder geführt oder gehen auf eigene Faust hier durchs Bergwerk. Da gibt es auch eine App, die einem das eine oder andere erläutert. Aber da gibt es dann auch Bereiche, die dürften nicht betreten werden. Und wir stehen also hier vor einem solchen Bereich, da haben wir einen Verschlag eingerichtet, weil dahinter in diesen alten Strecken ist auf der einen Seite nicht so viel Höhe gegeben. Da müsste man also einen Helm tragen, da gibt es Stolpergefahren, man geht gebückt. Und zum Teil sind die Bereiche da hinten auch nicht mehr entsprechend beleuchtet. Und rechts und links gibt es noch kleine Abzweige. Da lagert was also Besucher nicht unbedingt sehen sollten oder mitnehmen sollten, wie auch immer. Also da gibt es dann
diese Bereiche. Aber das sieht dann mehr oder weniger originalgetreu aus, wie es in einem echten Bergwerk vor Jahrzehnten ausgesehen hätte. Kleinere Grubenbaue, Stolpergefahren, da liegt hier oder da mal was rum. Die Bereiche machen wir aber auch zugänglich bei sogenannten Nachtführungen oder nachts im Bergbau, wie es heißt, wo man dann abends, wenn keine anderen Besucher mehr im Hause sind, das Licht abschalten kann, komplett, und dann mit Grubenlampe und Helm diese Bereiche dann entsprechend erkunden kann. Ja. Komm ich an meiner Frau her dann. Also auf jeden Fall auch für unsere Zuschauer. Bucht hier so einen Termin im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Ja. Hier kann man tolle Sachen erleben. Ja. Jawohl. Ja, da hinten schauen wir jetzt auf einen Schacht, ein sogenannter Blindschacht. Hier hat man versucht, in den 60er Jahren noch eine Etage tiefer zu kommen. Man wollte dort Besucher mit einem Förderkorb, der so ein bisschen wackelt, rund 20 Meter tiefer bringen, sodass sie dann weitere Bereiche erkunden können und Techniken sehen, die also vorher nicht gezeigt worden sind. Aber bei diesem Abteufeln dieses Schachtes ist man halt unterhalb des Grundwasserspiegels gewesen, ist ständig abgesoffen, wenn die Pumpen ausgefallen sind, und hat dann festgestellt, das ist nicht machbar, und hat die Bereiche also über Jahrzehnte in einem Dornröschenschlaf quasi vor sich dahin schlafen lassen. Und wir haben das dann vor einigen Jahren wieder erweckt, weil wir doch Besucher tiefer einfahren lassen wollen, und zwar gefühlt 1000 Meter oder 1200 Meter tief, dann durch eine Simulation, die dann ein paar Meter weiter entsprechend installiert worden ist. Wow. Und wir haben da, das ist ein Blindschacht, weil der heißt Blindschacht, der sieht das Sonnenlicht nicht, das Tageslicht nicht. Das heißt, das ist ein Schacht, der unter Tage zwischen zwei Etagen des Bergwerks, zwischen zwei Sohlen errichtet worden ist. Und wenn wir gleich über den Steg gehen, kann man dann runterschauen auf die Wasseroberfläche und sieht dann noch auf dem Grund vielleicht die eine oder andere Maschine dort stehen. Das sollten wir total mal interessant. machen. Und was ist da oben? Das ist Hier das ist die Barbara, heilige Barbara. Das ist also häufig so auf den Bergwerken gewesen, dass an markanten Stellen so eine Barbara-Figur errichtet worden ist, die Schutzheilige der Bergleute. Ja, und das haben wir also hier auch an dieser Stelle gemacht. Das ist Grundwasser. Also das wird also nicht unbedingt gesammelt. Hier wird zwar auch ein bisschen eingeleitet, aber das ist mehr oder weniger weniges Oberflächenwasser, was hier über Drainagen abgeleitet wird. Das ist aber nicht so viel. Wir sind nachher auf der Teilsohle, also 5 Meter rund tiefer. Da befinden wir uns tatsächlich unterhalb des Grundwasserspiegels, und da muss das also dann entsprechend abgepumpt werden. Also hier nutzen wir das Wasser. Das ist kalt, 12, 13 Grad hat das, um unser Bergwerk zu klimatisieren. Okay. Also nicht, um das zu kühlen, weil wir es kälter haben wollen, sondern wir haben das Problem, im Sommer kommt hier warme, feuchte Luft ins Bergwerk hinein, und bei den Temperaturen 13 Grad kondensiert das Wasser. Wir haben über 100% Luftfeuchtigkeit, alles ist feucht und nass, und das führt dazu, dass Maschinen verrosten, dass Holzausbau verrottet und dass sich auch Schimmel gebildet hat. Und das konnten wir verhindern dadurch, dass wir unsere Grubenwetter, die hier reinkommen für die Belüftung des Bergwerks, so weit am Anfang herabkühlen, dass das Wasser kondensiert und wir dann mehr oder weniger Trockenluft durchs Bergwerk schicken. Und dieses Herabkühlen der Wetter, das Wasser abzuscheiden, das ist energieintensiv. Wir können dadurch aber das kalte Wasser hier nutzen, um eine Vorkühlung zu erzielen, damit den Energiebedarf letztendlich zu verringern. Und wenn man hier runterschaut, sieht man dann, also dann gibt es zum Teil Abbauhämmer, da steht auch noch so ein Teufkübel, das heißt das Gefäß, das mit dem gelösten Gestein gefüllt wird, und das wird dann mit einem Seil da oben über eine Seilumlenkrolle hier im Blindschachtkopf umgelenkt, und das Seil hängt letztendlich an einer Fördermaschine, die ja links am Stoß steht. Mit der wurde also
Gefäß dann rauf und runter bewegt, hier oben entleert, wieder nach unten gebracht und dann entsprechend gefüllt. Wow. Schauungsbergwerk gab es ja keinen echten Bergbau, weil es keine echte Lagerstätte gibt hier, zumindest in dieser Tiefe. Wir werden aber später noch sehen, dass wir echte Kohle haben, die aber hier nicht gewachsen ist, sondern da eingebracht worden ist. Aber was wir original zeigen können, das ist das Deckgebirge, das heißt die Schichten, die oberhalb der Kohleflöze liegen. Von der Erdoberfläche bis in Tiefen von mehreren hundert Metern sind die Kohleflöze überlagert von diesem Gestein aus der Kreidezeit. Das ist der sogenannte Mergel, das Deckgebirge, ein tonig-kalkiges Gestein, durch das die Schächte abgeteuft werden mussten, um so tief geführt zu werden, dass sie dann ins Karbongebirge zu den Kohleflözen kommen konnten. Und dieses Deckgebirge hier, dieses Mergelgestein, ist sehr zerklüftet, wie man sehen kann, und da zirkulierte Wasser. Und da war es für die Bergleute schwer, Schächte durch dieses Gebirge hindurch abzuteufeln, weil man dann also mit dem Wasser zu tun hatte. Und das erst so vor rund 200 Jahren gelungen ist, dann mit dampfbetriebenen Pumpen entsprechend abzupumpen, um dann dieses Deckgebirge zu durchteufeln können, wie man es nennt, um an die Kohleflöze heranzukommen. Durchteufen heißt also quasi durchgraben. Wenn man so will. Laien. Ja, wenn man so sagen will. Wobei nicht nur gegraben ist, da ist auch gesprengt Gebohrt, worden. Gebohrt, gestemmt, Ja. alles. Boah, total. Leute, also wir fahren jetzt hier 1000 Meter unter Tage und steigen jetzt in diesen Förderkorb ein. Aber das müsst ihr euch selber anschauen, wenn ihr in Bochum besucht, das Deutsche Bergbaumuseum. Weil wir wollen nicht die ganze Spannung geben. So viel Spaß. Ja, also wir sind auch schon, was heißt schon, an der Folge 1 angekommen. Und wir werden jetzt hier eine Unterbrechung machen und euch in der Folge 2 weitere Eindrücke vom Deutschen Bergbaumuseum zeigen. Also unser Dank geht erstmal ans Deutsche Bergbaumuseum, dass wir hier hinkommen durften und auch an Sie, dass Sie uns hier so einen tollen Eindruck vermittelt haben. Und ich hoffe, Also richtig leidenschaftlich. Ja, das war- Man merkt, dass Sie bei der Sache sind. Ne? das war also wirklich Ja. ganz toll. Und Vielen, vielen herzlichen Ja. vielen Dank. Hat mir herzlichen sehr Dank. viel Spaß gemacht. Ja, das haben wir gemerkt. Gerne Danke. wiederkommen. Ja, Immer vielen gern. Dank. Und vielleicht können wir aber auch euch animieren, hier ins Museum zu kommen. Also das ist ganz große Klasse und hier lernt man sehr viel über die Geschichte des Bergbaus. Können wir nur empfehlen. Genau. Bitte kommt hier vorbei. Also auch mit Kindern ist es Ja. absolut toll, wenn man hier hinkommt nach Bochum Genau. und etwas über den deutschen Bergbau lernt. So ist das. Vielen Dank, bis demnächst. Vielen herzlichen Dank. Glück auf. Ne? Glück auf. Geschichte kannst du nicht lernen, wenn du Tausende von Jahreszahlen auswendig lernst. Das ist nicht Geschichte, sondern Geschichte ist, wenn du die großen Zusammenhänge siehst. Und dafür bin ich meinen Geschichtslehrerinnen äußerst dankbar, weil die nämlich genau das gemacht haben und letztendlich haben die auch bewirkt, dass mein Geschichtsinteresse immer weiter gewachsen ist und ich dann auch nachher Geschichte studiert habe. Also, den Damen sei mein großer Dank geschuldet.